Hallo zusammen, hier ist Jonathan aus dem Music Store und ich habe für euch den Mesa Boogie California Tweed 220 in der 1.12er Combo-Version. Und den schauen wir uns heute mal genauer an mit einem, hier unten liegt es, Pedalboard. In dem Video soll es also darum gehen, was passiert, wenn ich in den gebufferten Effektsloop, den der Amp hat oder auch davor, mal ein paar Pedale reinschieße und ob ich da verschiedene Styles, verschiedene Alltagssounds, die man so als Gitarrist braucht, auch mit dem Amp wunderbar erzeugen kann und wie er auf verschiedene Pedale reagiert. Sei es clean, wir werden auch mal ein paar funky Sounds anspielen oder von Low bis mit Overdrive. Mesa Boogie, ich habe letztens ein Video dazu gemacht und habe die verschiedenen Amps, die Modelle mit der Reihe nach kurz vorgestellt, aber jetzt geht es ins Detail, nämlich bei diesem Schmuckstück hier. Wir alle kennen Randall Smith, der alte Gitarrenverstärker-Reparateur, der in den 60er Jahren in der California Bay Area die alten Tweeds repariert hatte und hat sich dann dazu entschlossen, selber mal Gitarren bzw. Boutique-Verstärker herzustellen. Einige Jahre später ist das hier eines der Stücke, die eine Hommage an die von ihm gebauten Verstärker darstellen soll. Der Vollständigkeit halber ein kurzer Überblick des Amps. Wir haben zwei Inputs, Normal und Low. Dann Gain Triple mit Bass, Presence, Master und Multiwatt als Regelfunktion. Und hinten ist ganz versteckt der Hallregler. Und da können wir auch schon sehen, Effektsloop, Send und Return, darum geht es in dem Video. Wir befinden uns in dem Low Input und abgenommen wird das Ganze mit einem Sennheiser 906 Mikro. Bevor wir uns mal den Effektsloop und die Pedale genauer anschauen, hören wir uns den Amp einmal clean an, wie er ganz natürlich right out of the box klingt und drehen mal den angesprochenen Hallregler was dazu, der sich auf der Rückseite befindet. So, und schauen mal, wie der klingt. Ein wunderbarer California Clean Klang, wie wir ihn kennen, aus den 70er, 80er Jahren. Toller Hall, aber manchmal ist so ein einkanaliger Amp mit einem Hall nicht genug und wir wollen mit unseren Fußminen den Sound noch etwas tweaken, so wie wir ihn persönlich haben wollen. So, ich drehe den Hall mal auf 0. Schauen wir uns mal kurz das Effektboard an. Wie wir sehen, da sind ganz schön viele Pedale drauf. Teilen wir die einmal kurz in Sektionen ein. Wir haben für Hall und Delay den Blue Sky und den Timeline von Strymon, die ich gleich dazu schalten werde. Und für die Drive-Sektion einmal den Timmy und den Occo Diablo. Da gehe ich so in die Richtung mit dem Timmy in einem Joe Bonamassa Blues Sound. Und der Occo ist für, ja, den kann man sich so für den typischen Overdrive Marshall-Klang vorstellen, wenn es mal in die Richtung Bryan Adams gehen soll, im linken Channel und im rechten Channel dann mehr High Gain, High Overdrive. Ganz genau. Ein Kompressor, den ich gleich mal dazu schalten werde und dann noch diverse andere Effektpedale wie ein Phaser, Sub and Up, ein Octaver, schauen wir mal, wie es da klingt und noch ein Chorus. Und nicht zu vergessen noch den Boss Tremolo und das Cry Baby und das Lele Volumenpedal, was ich ganz am Anfang der Effektkette platziert habe, damit ich auch von den Drive-Pedalen etwas Gain, also Verzerrung, wegnehmen kann und die Dynamik des Amps auch mal perfekt und der Pedale auch perfekt vorstellen kann. Fangen wir direkt mal an mit dem Hall und Delay in der Effektkette. Ein kurzer Hall, ein Slapback-Delay, der typische Clean Sound, den man sich so erstellt. Für die Rhythm Parts, mittlere Position bei der Les Paul. Fangen wir mal an. Wunderbarer Klang, nimmt die Pedale fantastisch auf. Schauen wir jetzt direkt mal weiter, was passiert, wenn wir noch einen Chorus zu unserem Clean Channel schalten und den Ganzen mal mit einem Kompressor noch etwas komprimieren, wenn wir da mal in die Modulation reingehen.
Auch ein Chorus gepaart mit einem Kompressor funktioniert wunderbar. Schauen wir mal, wenn wir jetzt schon in dem Chorus drin sind, haben so einen alten Tweet, wenn wir da mal in die Dan Huff Richtung, Steve Lukather, wir denken an Human Nature, die Single Note Lines, wie das mit dem Kompressor, ein bisschen Chorus in den 80er-Jahre-Style funktioniert. Da drehe ich mal was halt weg, bleibe im Slapback-Delay drinne und diese typischen Single Note Lines, wie die da mit Effekten klingen. Auch wunderbar im Steve Lukather Style bei den Single Note Lines. Chorus, Kompressor, Halt, ein Slapback Delay. Alles wunderbar im Effektloop. Der Kompressor ist natürlich vor dem Effektsloop. Auch den Sound perfekt. Also man kann sagen im Clean-Bereich nimmt dieser Amp wunderbar diverse Pedale an. Schauen wir uns noch einen letzten Sound an, dass wir den Clean-Bereich abgehakt haben mit Pedalen. Chorus aus und wir schalten mal den Sub and Up an, den Octaver und den Phaser. Und da habe ich einen kleinen funky Sound für euch. Im Mark Lettieri Style, er hatte nämlich in einem coolen TC Electronic Interview den Geheimtipp gegeben, wenn wir mal den Sub and Up mit dem Phase 95 von MXR, kann auch jeder x-beliebige Phaser sein oder Octaver, aber wenn wir mal einen Phaser mit einem Octaver paaren, wie das klingt mit dem Mesa Boogie California Tweet. So, den Clean-Bereich haben wir jetzt erstmal abgehakt. Wie ich gerade schon angesprochen habe, ist der Amp ja nur ein einkanaliger Amp und man kann natürlich im Normal Input auch ein bisschen den Break-up erzeugen, aber manchmal wollen wir auch was mehr. Und dafür habe ich mal den Timmy mitgebracht und wir schauen mal, wie er so ganz trocken, alle Effekte sind aus, hinten auch der Reverb ist auf 0 und schauen wir mal, wenn wir den aktivieren, wie das klingt, ganz trocken. Straight in the amp. Wunderbarer Overdrive-Sound, allerdings etwas trocken. Um das Ganze zu entschärfen, aktiviere ich mal den Blue Sky und den Timeline für ein Slapback-Delay. Und wir schauen mal da, wie er sich so macht. Wir hören jetzt schon die Joe Bonamassa-Richtung raus. Was bluesy, ja, wie er mit Hall und Delay klingt. Wunderbar. Hier ist kein Kompressor drauf. Jede Dynamik, jede Frequenz hört man noch wunderbar durch den 112er Speaker. Der Amp verarbeitet das alles ganz fantastisch. Also haben wir auch hier in dem schönen Bluesy Overdrive Sound eine perfekte Pedal-Plattform. So, allerdings mag ich es, den Kompressor anzuhaben. Gehen wir weiter zum Orco Diablo. Dieses Overdrive-Pedal hat 2 Channels, welche ich hier umschalten kann. Und ich habe jetzt erstmal, fangen wir an mit der Low-Einstellung vom Gain. Da mache ich auch kleine Spielereien gleich mit dem Lelo und wir schauen mal, wie es da klingt, wenn wir ein paar dynamische Signale in den Amp reinfeuern.
Auch wunderbar im Low-Gain-Bereich, fantastisch. Ein paar Spielereien mit dem Volumenpedal, dass wir da noch mehr in den angedeckten Clean-Bereich gehen. Auch das nimmt der wunderbar mit. Hall und Delay sind immer noch aktiviert. Ich bin jetzt da mal auf ein längeres Delay-Feedback gegangen. Klingt ganz fantastisch. Schauen wir mal wieder zurück auf Slapback Delay und wie es klingt, wenn wir da in den Higher Gain Bereich jetzt reinkommen, was der Amp da zu sagen hat. Wie man hört, alles lässt sich in diesen Amp reinrotzen, von Clean mit schönen Chorus, Hall Delay oder Funky mit Phaser und Octaver bis hin zu Low und High Overdrive. Dieser Amp bietet die perfekte Pedal-Plattform für sämtliche Pedale. Und für die Leute, die sich gefragt haben, ob man da auch seine geliebten Tretminen reinfeuern kann, kann ich sagen, ja, sehr gut. Bleiben wir mal bei der Gain-Einstellung und schalten wir mal das Delay um und schauen mal, wie Solo-Lines mit dem Amp in der Gain-Einstellung klingen. Da bin ich auch erstmal durch mit meinen Sounds, die ich vorbereitet habe. Ich habe versucht, euch einen guten Überblick mit diversen Effektpedalen zu geben und was man alles in diesen Amp hier reinrotzen kann. Was super rauskommt. Clean Sound brauchen wir gar nicht drüber reden. Eine fantastische Pedal-Plattform. Alles, was Low bis mit Overdrive ist immer noch wunderbar. Im High-Gain-Bereich, im High-Overdrive merken wir langsam so seine Grenzen, aber dafür ist der Amp ja auch gar nicht gemacht. Also lässt sich da sagen, eine wunderbare Pedal-Plattform für viele Styles. Und das war der Mesa Boogie California Tweed 220 in der 112er Combo-Version unter dem Gesichtspunkt Pedale und was passiert, wenn wir da mal ein paar verschiedene Pedale reinfeuern. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.